Beim Spinnenroboter fehlen ein paar Beine. Hey Alex, hier geschehen neuerdings merkwürdige Dinge. Und wo ist eigentlich Foxy hin? Ja, Foxy, die Vogelspinne, die mussten wir leider ausquartieren. Normalerweise wäre sie hier, aber wir können gerade die Wärmelampe hier oben nicht anmachen, weil wir ja zu haben, ne? Deswegen haben wir sie jetzt mal in den Tierpflegeraum gebracht, da ist es schön warm, so wie sie es eben braucht. Aber wir können sie besuchen gehen. Ja, Foxy, oh ja, oh ja. Vorher haben wir uns täglich gesehen. Und jetzt ist sie weg. Gut, dann gehen wir dahin. Aber wenn wir jetzt rausgehen, müssen wir auf jeden Fall Mundschutzmasken aufsetzen. Foxy. Toll, wie der ihre vielen Beine bewegen kann. Ich finde das mit zweien schon schwierig. Das stimmt. Und sie braucht noch nicht mal Muskeln dafür, ne? Sie pumpt einfach Flüssigkeit in ihre Glieder und bumm, schon strecken sich die Beine. Das ist ja auch das Coole am Spinnenroboter. Ja, ja. Ich glaube, das weiß ich besser als du. Ich bin schließlich der Roboter. Okay. Nicht du. Also, pass auf. Der Roboter funktioniert so ähnlich, nur dass er keine Flüssigkeit irgendwo hinpumpt, sondern Luft. Zum Wiederanziehen der Beine braucht er dann aber schon Muskeln oder, besser gesagt, Motoren. Bitte schön. Ich weiß das. Das ist schließlich mein Artgenosse. Klar. Das ist ja das Schlimme. Jetzt hat er plötzlich nur noch 6 statt 8 Beine. Wo sind die restlichen Beine hingegangen? Die hat der Flo von der Technischen Hochschule mitgenommen. Der braucht sie gerade für Forschungszwecke, weißt du? Klaro. Ich will's immer genau wissen. Hey Flo! Hallo Alex! Hey, wie geht's? Ich habe hier so einen neugierigen Roboter, der würde gerne wissen, was du mit den Roboterbeinen eigentlich so anstellst. Ja, diese Roboterbeine habe ich mir ausgeliehen, denn ich habe für diese Beine ein mathematisches Modell erstellt und ich möchte jetzt vergleichen, ob sich mein Modell, so wie sich die Beine verhalten, ob sich das deckt mit dem, was die Beine auch in Realität machen. Ja, also ich habe hier bei uns im Labor ein Video gemacht und hier sehen wir das Roboterbein und mit einer Messsensorik ausgestattet und das bewegt sich jetzt einfach strecken und beugen. Verstehe. Du machst also den Ohrkabler besser. Aber sag mal, wie viele Versuche musst du denn da machen? Also ich muss hier noch ein paar Versuche machen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, um eben das komplette Spektrum abzubilden und ich werde die Beine, sobald ich fertig bin, natürlich gleich wieder zurückbringen und an den Roboter schrauben. Aha. Siehst du, jetzt weißt du Bescheid, oder? Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Danke und tschüss. Ciao! Tschüss! Nach so viel Forschung muss ich jetzt mal ausspannen. Nau, mach nichts kaputt!